In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man diesen Expert Advisor hier programmieren kann, beziehungsweise es geht um den Einstieg für diese beiden blauen und roten Bänder. Es handelt sich um den sogenannten Envelopes-Indikator, also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. Der Envelopes-Indikator wird im Kerzenchart eingezeichnet. Er hat ein oberes und ein unteres Band. Um ihn zu verwenden, erstellen wir eine separate MQ5-Datei in dem Verzeichnis, in dem sich die anderen Dateien des Platin Systems befinden. Der Name der Datei ist checkentry-envelopes.mq5 und sie enthält eine einzige Funktion namens checkentry. Wir verwenden sie, um das Einstiegssignal für unser Handelssystem zu berechnen. Zunächst erstellen wir ein Signal, aber wir weisen keinen Startwert zu. Der Typ des Signals ist entweder By oder Cell, also verwenden wir eine Variable vom Typ String. Natürlich müssen wir auch ein Array erstellen. Das können wir mit dem Befehl mql_rates tun. Um unser Array von der aktuellen Kerze abwärts zu sortieren, verwenden wir ArraySetAsSeries. Und anschließend können wir unser Array mit Daten füllen. Dies geschieht mit dem Befehl copyRates. Der erste Parameter ist das aktuelle Symbol im Chart. Der zweite Parameter steht für den Zeitraum, der in diesem Chart ausgewählt ist. Der dritte Parameter steht für die Kerze, mit der wir beginnen möchten. In unserem Fall ist es die aktuelle Kerze 0. Der vierte Parameter steht für die Anzahl der Kerzen, für die wir die Kursdaten speichern möchten. Wir wählen hier 3 Kerzen. Und im letzten Parameter können wir das Zielarray definieren, das unser Preisinformationsarray ist. Lassen Sie uns 2 weitere Arrays erstellen. Eines ist für das obere Band, also nennen wir es Upper Band Array. Das andere ist für das untere Band, das wir Lower Band Array nennen. Beide Arrays müssen ebenfalls mit ArraySetAsSeries abwärts sortiert werden. Im nächsten Schritt erstellen wir die Definition für unseren Indikator. Wir verwenden die eingebaute Funktion, die mit MQL5 geliefert wird, und übergeben die folgenden Parameter. Parameter 1 ist das aktuelle Chartsymbol. Parameter 2 ist die Periode in diesem Chart. Parameter 3 ist die Anzahl der Kerzen für die Berechnung. Wir verwenden hier 14. Dies ist auch der Standardwert, wenn Sie den Indikator auf das Chart ziehen. Der nächste Parameter ist für einen Verschiebungswert. Diesen brauchen wir nicht zu ändern. Also verwenden wir 0 für Parameter 4. Parameter 5 definiert die gleitenden Durchschnittswerte für die Berechnung. Mode_SMA steht für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Das ist es, was wir hier verwenden möchten. Mit Parameter 6 legen Sie fest, ob die Werte auf der Grundlage der Schlusskurse berechnet werden sollen, was wir tun möchten. Und der letzte Parameter ist ein Abweichungswert. Der Standardwert ist 0.100, also verwenden wir ihn. Jetzt verwenden wir den Kopierpuffer, um unsere Arrays zu füllen. Wir tun dies entsprechend der Definition, die wir oben erstellt haben. Entweder für Puffer 0, das bedeutet für das obere Band, oder für Puffer 1, also für das untere Band. Wir beginnen mit Kerze 0 und kopieren die Werte für 3 Kerzen in unsere Arrays. Jetzt können wir die Werte für beide Bänder berechnen, indem wir uns den Wert der Kerze 0 in unserem Array ansehen. Wir verwenden Normalize Double und den Wert 6, um die Ausgabe für 6 Ziffern hinter dem Punkt zu formatieren. Lassen Sie uns also das Signal berechnen. Wenn der Schlusskurs der Kerze 1 unter dem unteren Bandwert liegt, betrachten wir dies als Kaufsignal und weisen unserem Signal das Wort Buy zu, wenn dies der Fall ist. Andernfalls, wenn der Schlusskurs für Kerze 1 über dem oberen Bandwert liegt, wäre das ein Verkaufssignal. In diesem Fall ordnen wir unserem Signal das Wort Sell zu. Und wenn der Schlusskurs für Kerze 1 unterhalb des oberen und oberhalb des unteren Bandes liegt, wollen wir das Signal zurücksetzen und das Kauf- oder Verkaufssignal von vorher entfernen. Schließlich können wir die Return-Anweisung verwenden, um das Einstiegssignal an unser Hauptmodul zurückzugeben. Bitte speichern Sie Ihre Einstiegsdatei. Sie brauchen sie nicht zu kompilieren, da sie mit Ihrer Hauptdatei kompiliert wird. Dort können Sie 2 Schrägstriche verwenden, um andere Eingabesignale auszugeben, und die Include-Funktion nutzen, um die neue Datei checkentry-envelopes.mq5 zu aktivieren.
um den Indikator in Ihrem System zu verwenden. Klicken Sie anschließend auf Compile oder drücken Sie F7, um Ihre neue Version zu kompilieren. Sie sollten keine Fehler erhalten. Sollte dies der Fall sein, sehen Sie sich bitte die Inhalte der anderen Videos an oder ziehen Sie den Premium-Kurs auf unserer Website in Betracht. Okay, wenn alles funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt eine funktionierende Version für den Envelopes-Indikator haben, die Sie sowohl im Platin-System als auch für Ihr eigenes System nutzen können. Man kann das natürlich auch im Robotrading-System einsetzen. Das war's soweit für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.